Jetzt haben wir hier im Grobaita Hotel in Soestdulks ja sehr gut genächtigt und auch sehr gut gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Wir fahren heute die 240 Kilometer bis nach Cuneo. Es geht über den Col Isoar und den Col Agnel, da freuen wir uns schon drauf. Der Andi ist bereits losgefahren mit dem Quad auf dem Pickup und dem Hänger hinten dran und wir treffen uns dann in der Altstadt von Cuneo, wo das nächste Hotel ist. Er wird ein bisschen anders anfahren wie wir, aber wir treffen uns gegen 13 Uhr und haben uns ja heute auch nach dem wirklich heftigen Tag gestern eine kleine Pause verdient, die wir dann auf dem Markt in Cuneo bei einem Kaffee und einem Eis verbringen werden. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Von Ulks sind wir jetzt gefahren, die SS24 und dann über die Grenze nach Frankreich, weiter der in 94 Folgen bis nach Briançon. Das ist eine sehr gut ausgebaute Straße, entspricht einer Bundesstraße bei uns und entsprechend ordentlich viel Verkehr haben wir da, aber mit dem Motorrad kein Problem, da kommen wir sehr gut durch und Kontrollen haben wir keine gesehen unterwegs. Und jetzt geht's ab von Briançon, der höchstgelegenen Stadt in Frankreich, auf den 2360 Meter hohen Col d'Isoar. Macht Fahrspaß ohne Ende. Hope you're gonna lay it out for me, 'cause I'm backing up to where I used to be. I won't stand for you being on lazy. No, I don't care if it takes you all week. I expect a little more sensitivity. I won't stand for you being on lazy. Come down to me, down to me, down to me, down.
ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir gerade die Berge angeguckt. Echt? Mhm. Was meinst du, Kollege Käppchen? Eieiei, schaut euch mal hier hinten das Bergpanorama an, wo wir jetzt drauf zufahren. Wir sind jetzt unterwegs zum Col Agnel, 2744 Meter hoch. Die natürliche Grenze zwischen Frankreich und Italien. Also das heißt, wir fahren jetzt wieder zurück nach Italien und werden dann weiter nach Cuneo fahren, also Richtung Turin. Der Col Agnel ist 2744 Meter hoch und somit der dritthöchste asphaltierte Pass in den Alpen. Absolut geil zu fahren. Mir persönlich gefällt er als einer der besten. Also, viel Spaß beim Mitfahren. Get on the dance floor. Feel the beat. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. Everybody get on the dance floor. Feel the beat. Everybody get on the dance floor. Feel the beat.
Das war jetzt wirklich ein Genuss, den Col Agnel zu fahren. Und jetzt fahren wir die letzten Kilometer zu unserem Hotel, dem Hotel Ligure in Cuneo. Das zu finden, für uns ging es eigentlich, Navigation führte uns gleich hin. Aber der Andi mit seinem Anhänger, das war ein bisschen schwierig, weil das Ding mitten in der Stadt liegt. Und aufgrund vom Markt zig Straßen gesperrt waren, das war echt spannend da hinzukommen. Wir konnten dann die Motorräder im Innenhof abstellen und auch der Anhänger. Und fürs Auto mussten wir dann draußen einen Parkplatz suchen. Was aber dann ging. Auf jeden Fall sind wir dann nachmittags, haben wir noch den Markt besucht und das war mal ein bisschen was anderes. Wir konnten entspannen und freuen uns jetzt schon morgen auf die Vareta Mayra und die Mayra Stura Kammstraße. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald.